Domo minasan, oha konbannichiwa. Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal Mako Japan. In dem heutigen Video werde ich euch etwas über mich erzählen. Ich werde ein bisschen darüber erzählen, was ich auf diesem Kanal machen möchte und natürlich über die Pläne, die ich sozusagen geplant habe. Ich bin der Max, 20 Jahre alt und ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und ich gehe derzeit noch in die Schule, in die 11., 12. Klasse. Das kann man nicht so ganz genau sagen, weil das eine Fernschule ist. Einige von euch könnten wissen, was eine Fernschule ist. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Ich werde das mal kurz erklären. Also eine Fernschule ist im Grunde, dass du von zu Hause aus lernst und die Schule sendet dir sozusagen Materialien zu und du hast natürlich dann auch Lehrer, die du anschreiben kannst, anrufen kannst und also es ist ein bisschen entspannter als eine ganz normale Schule und diese Schule ist halt eher auch so für gedacht für die Leute, die in der Vergangenheit sozusagen ihren Abschluss nicht geschafft haben. Das war bei mir der Fall, da ich die Schule mit 18 beendet habe. Also es war so, dass ich mit 16 nicht in die Oberstufe kam, weil mein Notenschnitt zu schlecht war. Ich hätte tatsächlich die Klasse wiederholen können, das hatte ich aber irgendwie nicht überlegt. Ich war ein bisschen blöd da. Ich war auch sehr faul in der Schule früher. Und ja, ich bin auf eine weiterführende Schule gekommen. Das war dann eher so eine Berufsschule, so ähnlich, wo man sein Fachabi machen konnte. Das habe ich dann halt kurz vor Corona, wo das ausgebrochen ist, abgebrochen. Ein halbes Jahr davor, bevor ich den Abschluss gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich sowieso nur so ein 5,0er oder 4,5 Abschnitt oder so bekommen und das wäre dann auch nicht so wirklich gut für die Zukunft. Und ja, ich habe dann sozusagen überlegt, okay, ich breche die Schule ab, werde dann einfach eine Ausbildung machen. Kurz vor Corona habe ich dann halt die Schule abgebrochen und ich habe dann halt versucht, eine Ausbildung zu finden. Das hat dann leider auch nicht geklappt, weil Corona dann richtig heftig kam. Das war Anfang 2020, wo die ganzen Maßnahmen und so weiter kamen. Ja, das ist dann so passiert, dass ich über ein Jahr tatsächlich eine Ausbildung gesucht habe. Ich hatte dann irgendwann noch eine gefunden, sozusagen. War dann halt zu einem Vorstellungsgespräch, so ein Assessment Center. Ein Assessment Center ist halt sowas wie, dass du so eine kleine Prüfung schreibst sozusagen oder halt auch mit deinen anderen Bewerbern sozusagen irgendwas vorbereitest. Das war dann jetzt nicht so, weil Corona und so, das konnte man dann nicht wirklich so richtig machen. Aber auf jeden Fall haben wir eine Prüfung geschrieben, da war ich dann anscheinend auch sehr gut drin. Die haben mich dann angerufen und meinten so, jo, Prüfung war gut, leider haben wir dich trotzdem nicht genommen, weil ein anderer besser war. Also ich war sozusagen Platz 2. Ja, dann habe ich so gedacht, okay, irgendwie ist es gut, dass ich nicht angenommen wurde. Okay, ich mache jetzt mein Abi nach. Das ist dann so gekommen, dass ich mich eines Mittags dann bei der Schule online angemeldet habe, dann alles ausgefüllt, habe mich angemeldet, war natürlich happy, dass ich irgendwann mein Abitur haben kann, sozusagen, weil ich mich ja da angemeldet habe. Nicht wenig später kam dann halt ein Anruf oder ich glaube eine E-Mail von denen, dass sie doch noch Auszubildende suchen, wahrscheinlich weil der Typ dann irgendwie abgesprungen ist wieder, keinen Bock drauf hatte. So, ich bin so die zweite Wahl. Dachte ich mir so, okay, jetzt rufen die mich doch an. Muss ja nicht immer was Schlechtes sein, aber dachte ich mir so, nee, Ausbildung geht 3 Jahre, Abitur kann ich in 2 Jahren vielleicht schaffen. Danach möchte ich ins Ausland und ja, ich habe dann sozusagen die Ausbildung abgelehnt. So bin ich sozusagen zu meinem Abitur gekommen. Es ist jetzt ein bisschen viel über mein Abitur, obwohl mein Kanal über Japan ist, aber das ist so diese kleine Vorgeschichte, wie ich dann zu meinem Abi gekommen bin. Mit meinem Abi würde ich dann gerne, wenn ich mein Abitur in Ende 2023 abgeschlossen habe, möchte ich gerne nach Japan für ein Work and Holiday. Vorher möchte ich natürlich gerne den höchsten Japanisch-Test würde ich dann gerne machen. Das ist der JLPT N1, das ist der Japanese Language Proficiency Test. Also es gibt da halt 5 Level, N5 bis N1. N1 ist das Beste, N5 ist das Schlechteste. Das kennt man wahrscheinlich eher so andersrum, das A1 bis C2 und so weiter, aber bei Japanisch ist es anders. Und ja, da würde ich dann gerne den N1 im Dezember 2023 machen, also in circa 1 Jahr und 9 Monate ungefähr. Mit dem N1-Test und mit meinem Abitur würde ich dann gerne 2024, circa in der Mitte von 2024, also circa im Sommer, würde ich dann nach Japan gehen für ein Work and Holiday. In dem Work and Holiday würde ich mich dann gerne auf japanische Unis bewerben, aber vorher würde ich dann natürlich, so wie jeder International Student, würde ich dann halt eine Prüfung schreiben, den EGU. Das ist halt, dass du dich bei japanischen Unis auch bewerben kannst. Dann gibt es dann bei den japanischen Unis wahrscheinlich auch noch so einen separaten Einstellungstest, den musst du dann auch noch schreiben, also es sind dann 2 Exams, glaube ich. Das Ganze musst du dann schreiben. Das ist natürlich nicht garantiert, dass du aufgenommen wirst, weil die Akzeptanzquote ist dann auch nicht wirklich hoch. Ich glaube, bei
der Universität, wo ich hin möchte, ist die, glaube ich, bei 30% oder so. Also es ist nicht sehr hoch. Aber das würde ich dann gerne versuchen. Und ich würde dann die ganzen Kurse auch auf Japanisch machen. Also ich möchte gerne in Japan 2025, für 2025 würde ich mich bewerben, möchte ich dann Informatik studieren und das Ganze dann auf Japanisch. Dafür brauche ich auch den N1-Test. Also es ist dann ganz wichtig, dass man dann auch angenommen wird. Also das ist dann auch eine Voraussetzung, dass man Japanisch kann, dass man so einen Test hat, dass man das vorweisen kann. So, sollte ich dann in Japan sein, dann würde ich dann wahrscheinlich 4 Jahre studieren, danach wahrscheinlich auch in Japan bleiben. Genau, wenn das Ganze geschafft ist, dann bleibe ich in Japan und werde wahrscheinlich als Softwareentwickler irgendwo arbeiten oder als, keine Ahnung, ich mag auch gerne Game-Entwicklung, das gefällt mir auch sehr gut, also das ist so das, was mich so interessiert und genau, das sind so meine Pläne für die Zukunft, für den Channel, das würde ich jetzt auch mal kurz erwähnen, für den Channel, genau, also ich habe hier so einen Channel erstellt, erstens, um mich halt so ein bisschen zu motivieren, fürs Japanisch lernen auch oder halt auch fürs allgemeine Motivation und weil mir YouTube eigentlich auch Spaß macht. Ich würde dann gerne so Videos machen, wie zum Beispiel für Japanisch related, sozusagen, keine Ahnung, Tipps fürs Japanisch lernen zum Beispiel, falls ihr auch gerne Japanisch lernen möchtet, oder ich würde dann auch Videos machen, wie man sich für eine japanische Uni bewirbt, was man alles braucht und so weiter und so fort. Für Stipendien, dafür werde ich mich wahrscheinlich dann auch bewerben, da mache ich dann wahrscheinlich auch ein paar Videos. Allgemein diesen ganzen Prozess würde ich dann so ein bisschen dokumentieren und Tipps fürs Japanisch lernen würde ich dann natürlich auch auf Deutsch geben, weil ich glaube, der Bereich fürs Deutsche, also im Deutschen, um Japanisch zu lernen, ist sehr, sehr gering. Ebenfalls, wenn ich in Japan bin, möchte ich dann auch ein bisschen Japan-Content machen, das heißt Reisen, einmal irgendwie durch die ganzen Präfekturen, einmal reisen und das Ganze aufnehmen. Das wäre natürlich ganz cool. Dann würde ich gerne, ja, Essen testen. Also japanisches Essen mag ich sehr, sehr gerne, deswegen wäre das eine ganz coole Idee. Während ich noch in Deutschland bin, wird mein Content wahrscheinlich eher so auf Japanisch sein, nicht auf Japan. Vielleicht ein bisschen in Japan, so, aber da weiß ich noch nicht ganz genau was. Falls ihr irgendwie Ideen oder so habt, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr, sehr freuen. Oder falls ihr nochmal Fragen über mich habt, könnt ihr diese auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich versuche auf jeden Fall, jeden Kommentar zu beantworten oder ich beantworte jeden Kommentar. Das ist sozusagen der Content, den ich auf diesem Kanal machen möchte. Was auch nochmal kurz gut zu erwähnen ist, falls ihr Japanisch lernt, ich habe einen Discord-Server, der Link ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wir sind, glaube ich, circa fast über 200 Mitglieder, also wenn du möchtest, kannst du gerne auf den Server kommen. Und das war es erstmal fürs Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Was ich nochmal kurz erwähnen möchte, ist, wahrscheinlich werde ich dann auch in der Zukunft, wenn ich in Japan bin, etwas mehr japanische Videos machen. Also wenn ich dann Japanisch sprechen kann, möchte ich auch japanische Videos machen, in Japanisch. Also nicht japanische Videos vom Thema her, sondern auf Japanisch würde ich dann sprechen in den Videos oder vielleicht auch auf Englisch. Ich weiß noch nicht ganz genau. Das überlege ich mir noch und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dahin und ciao.